80 Tapas-Gerichte. Den Rekord wollen wir brechen. 80 Tapas-Gerichte. Viel Spaß. Let's go. Let's go. Leute, es ist soweit. Willkommen zurück bei Big M und natürlich einer neuen Challenge. Aber gleichzeitig will ich euch eine Kooperation vorstellen mit der lieben Sydney. Die Sydney ist nämlich von V-Spots, Genau. die unter anderem gut zuständig sind für Gutscheine. Was nochmal genau? Genau, also man kann verschiedene Gutscheine bei uns kaufen für verschiedene Aktivitäten. Wellness, Essen, Freizeitaktivitäten, alles Mögliche. Und wir bieten euch die besten Deals dabei an. Genau, und da seid ihr auf mich zugekommen und das, glaube ich, wird ein Perfect Match in Zukunft werden, wovon ihr profitieren könnt und hoffentlich auch ich. Auf jeden Fall. Wovon ich hoffentlich profitiere. Ihr habt ja viele Partner, Restaurants, Wellness gehört noch auch dazu, vielleicht kommt das in nächster Zukunft, aber vor allem auch Restaurants. Und du führst mich jetzt quasi in eines eurer Partnerrestaurants aus, Genau. die quasi, wo du eine Challenge für mich organisiert hast, auch für einen Lifetime-Pass. Auf jeden Fall, ja. Und das Ganze schauen wir uns an. Und weiteres zur Partnerschaft, wie ihr da profitieren könnt, das erfahrt ihr jetzt im Video. Wir gehen jetzt ins sogenannte Tapas and More. Tapas and More. Let's go. Also meine Lieben, ihr seht, wir sind nicht mehr alleine, wir sind im sogenannten Tapas and More in Dortmund und haben jetzt auch die liebe Warwin. Ich kriege mittlerweile jetzt schon 2 Begleitungen. Also ihr seht, es bleibt nicht nur bei einer bei Sydney oder wie letztens bei Alexa, sondern mittlerweile bei 2. Du bist hier bei Tapas and More und ich habe gerade schon gesagt, V-Spots ist mit euch verpartnert. Da gibt es Gutscheine, Richtig, die man genau. quasi vergünstigt bekommt. Aber um auf die Challenge und das Konzept zu kommen, sieht das All You Can Eat bei euch aus? Ja, das All You Can Eat bei uns läuft so ab. Die Gäste haben 2 Stunden Zeit. Das heißt, sie können alle 15 Minuten 5 Tapas pro Person bestellen. Ja. Alle 15 Minuten können die dann selber über die App bestellen. Das Ganze läuft über dem QR-Code ab, der auf dem Tisch ist. Okay, kenne ich tatsächlich von dem einen oder anderen Restaurant, habe ich Ja. das auch schon mal so gemacht. Und so wie ich das gehört habe, ist es so, dass man 2 Stunden, Richtig. 5 Dinger, maximal 40 Stück. Richtig. Ist das jetzt auch die Challenge oder was habt ihr für eine Challenge jetzt mit mir gemacht? Nein, das wäre die Challenge. Das wäre viel zu einfach für dich. Deswegen haben wir uns da eine Kleinigkeit ausgesagt. Und zwar das Ganze mal 2. Du hast nicht 40 Tapas, die du schaffen musst, sondern 80 Tapas. Ernsthaft? Ja. Eine doppelte Menge. Ja, natürlich. Weil wir wissen, wie viel du schaffst. Ich wollte gerade sagen, das ist ja keine Challenge. Da habt ihr wahrscheinlich schon wieder ihr zu viel gesagt, ne, als ihr dann gesagt habt, Big M soll ja nicht mal hier eine Challenge machen. So, ne? Ja. Also ihr seht, der Ruf eilt schon so ein bisschen voraus, in Anführungsstrichen. Was mich noch interessiert, gibt es hier einen internen Rekord, wo du weißt, das hast du mal mitbekommen oder so, das haben mal Leute geschafft? Ja, was ich sagen kann, der Rekord liegt auf jeden Fall bei 6 Runden. Bei 6 Runden? Bei 6 Runden. Ernsthaft? Ja. Also 30 Stück? Richtig. Hat wirklich einmal geschafft? Ja. Und dann wollt ihr mir, da ist ja schon fast das Dreifache Ja. sozusagen. Allerdings hast du auch nur 120 Minuten Zeit für 80 Tapas. 120 Minuten, 2 Stunden. Okay, ja, also so wie das All You Can Eat. Ja, ich nehme die Challenge an, weil es, wie gesagt, heute auch mal die erste Challenge ist, die ich sag mal vermittelt bekommen habe, so kann man es schon fast sagen. Damit würde ich sagen, ja, lasst uns nicht weiter, ich sag mal, quatschen, sondern ja, Challenge ist klar, Konzept ist klar. Ich würde sagen, im Livestream und im Video quatschen wir jetzt noch ein bisschen, wie das mit euch läuft, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, ja, auf geht's ins Tapas All You Can Eat. Ich bin gespannt, auch wie jetzt ihr vielleicht das erste Mal und hoffe auf meinen nächsten Lifetime-Pass-Stempel, kostenloses Essen für die Ewigkeit, ne? Ich würde dir sagen, drücken die Daumen. Dankeschön. Viel Spaß, ja? Ich glaube, ja, es wurde nicht zu viel versprochen. Ne? Kein Fall. 80 Tapas-Gerichte. Ich bin mal gespannt. Ihr seid ja jetzt auch schon, glaube ich, länger verpartnert, ne, mit Tapas and More. Kennst Ja. du einige Gerichte? Ja, ich kann dir von fast allen Gerichten sagen, Ernsthaft? was das ist. Du bist schon so oft auch hier gewesen? Ja, normal, das Essen ist... Jetzt weiß ich schon, Super. warum du mich hier ausgeführt hast. Also, dann würde ich sagen, wir gehen rein in die legendäre Tapas-Challenge. Den Rekord von 6 Runden wollen wir natürlich knacken, aber ich will natürlich auch einen Stempel hier haben. Das heißt, 80 Tapas-Gerichte ja, liegen vor uns. Und ich hab würde noch was sagen, vorher für dich. Eine Oh, pinke Cap. nein. Da du jetzt zu Ernsthaft? V-Spots gehörst, damit das gut zu unserem Logo passt, gibt es für dich auch noch eine pinke Cap dazu. ich habe ja immer normalerweise einen Cookie Monster Cap, die ist blau Ja. bei Süßigkeiten. Jetzt ziehe ich dann quasi die mal an. Einmal schwuppdiwupp der Wechsel. Perfekt. Und da ist die V-Spots Cappy in Pink schon da. Also ich weiß noch nicht, ob ich mir Pink steht, da muss ich mir nachher im Video selber anschauen. Aber nicht nur blau-pink kann immer gut passen, fehlen noch die Fingernägel. Aber damit würde ich sagen, ja, gehen wir rein in die Challenge. Du bist bereit? Ich bin bereit. 120 Minuten haben wir Zeit. Ja. Ne? Wünsche dir Es viel gibt Glück. kostenloses Essen für die Ewigkeit. 80 Tapas-Gerichte, 120 Minuten haben wir Zeit. Den Rekord wollen wir brechen, 9 aufstellen. Ich würde sagen, viel Spaß. Let's go. Let's go.
Leute, viele von euch fragen sich ja immer wieder, wie viel ich im Monat für Essen ausgebe und wie ich mir das Ganze leisten kann. Unter anderem kann ich mir das Ganze nicht nur für eine Challenge, sondern auch so mal genehmigen. Nicht nur kostenloses Essen für die Ewigkeit, sondern durch meinen Partner V-Spots. Mit V-Spots könnt ihr nämlich Gutscheine bekommen, wo ihr rabattierte Angebote bekommt auf zum Beispiel Restaurants. Aber nicht nur das, sondern auch zum Beispiel Wellness, was auch nach so einem Essen bei mir definitiv gut tut. Und mit meinem Code BIGM spart ihr fortan 5% auf alle Gutscheinangebote sowieso noch on top. Und das Geilste ist auch noch dazu Erlebnisgarantie. Wenn ihr also nicht das bekommen solltet, was ihr eigentlich gekauft habt, bekommt ihr euer Geld noch zurück. Also, meine Lieben, V-Spots, mein neuer Partner, vielleicht auch was für euch mit dem Code BIGM 5%. Ansonsten alles weitere in den Shownotes oder fragt mich auch gerne im Livestream. Bis zum nächsten Mal. Womit soll ich anfangen? Ich würde sagen mit den warmen Sachen, so Steak und Lammkotelett. Okay, Find ich ganz gut. okay. Ich Genau. wäre tatsächlich genau in die andere Richtung jetzt erstmal ja? gegangen. Ja, ich bin immer so ein, der mit Vorspeisen Okay, anfängt, auch so gut. Antipasti. Auch gut. Oliven, Oliven, ja. Oliven. Grüne, schwarze Oliven. grüne, schwarze Oliven, mit ein bisschen Käse. War der dabei? Genau, oder? der gehört dazu. Also der gehört einfach dabei. als Deko, dass du das überall ein bisschen mit so probieren kannst. Ich sag mal so, die ersten Oliven sind damit soweit durch. Ich muss mal schauen, wo du mir die Schälchen hin tun. Ja. Am besten immer so ein bisschen zur Seite. Genau. Ich würde sagen, ich teste mal so ein, zwei Sachen. Und falls mir was Besonderes auffällt, sage ich euch das gleich. Vielleicht irgendwas, was du sagst, was dir besonders Okay, gut schmeckt. meine Favoriten sind tatsächlich da vorne die Peperonis. Die hier? Genau, das sind frittierte Peperoni, gefüllt mit Käse und obendrauf ist eine Cranberry-Soße. Das sind meine Favoriten. Das hört sich schon pervers an. Das hört sich schon pervers an, meine Lieben. Okay. Ja, ist gut, Geil. oder? Boah. Ich hätte erst gar nicht gedacht, dass es Peperonis sind. Ich liebe Peperonis in so einem griechischen Salat. Ich habe sie noch nie gebacken, ist das wahrscheinlich, Nee, frittiert, oder? genau. sogar. Also paniert frittiert oder frittiert. gegessen und dann mit dieser Cranberry-Soße. Schmeckt Ja. schon sehr lecker. Ja. Kann ich verstehen. Geht gleich mal rein. Noch ein Favorite, wo du sagst? Die Garnelen in Aioli-Soße, direkt hier vorne. Hier. Die hier. Nee. Ja, genau. Esse ich auch sehr, sehr gerne. So, mit Knoblauchsoße, ne? Genau. Mit Aioli, Knoblauch. Oh. Oh. Ja, sind gut, oder? Ja. Leute, das ist das Erste, was ich vorhin gerochen habe, als die Küche hier aufgemacht. Ne? Man riecht sofort diesen Garnelen-Knoblauchgeruch. Ist das eher so, ich weiß, das konnte ich mir nicht erklären, so, ich meine, vielleicht weiß noch nicht alles, aber so Spanisch oder Portugiesisch? Spanisch. Ja? Ja, Spanisch. Okay, weil ich wusste, Tapas ist irgendwie ja auch so beides so, ne? Aber ich wusste jetzt nicht, ob man sagen kann, das ist beides oder eine Sache oder zwei. Ja. Das wusste ich jetzt nicht so Ja. ganz. Ne? Also ich glaube, ein paar Gerichte überschneiden sich da bestimmt auch mit der portugiesischen Küche, aber wir sind dazu ausgelegt, sozusagen spanisches Tapas. Vielleicht, bevor ich jetzt, ich sag mal, nach und nach mal alles so probiere, kannst du uns vielleicht nur mal kurz einen groben Überblick geben, was wir im Überblick hier alles Ja, haben. klar. Also ich sehe halt quasi Salat. Wir haben verschiedene Sachen am Fleisch, Lammkotelett, Schweinesteak, Rindersteak. Wir haben Fleischbällchen mit Käse, Tomatensoße, Hähnchenstreifen. Dann haben wir Hähnchenstreifen mit Bacon drum. Wir haben Sardellen, wir haben Lachs. Also Fisch. Genau, also wirklich alles mögliche. Auch süße Speisen oder gibt es das gar nicht? Das kommt noch. Da haben wir auch noch ein paar süße Ach, Speisen. ich dachte, das wäre schon on top. Noch mehr sogar. Ja, süße Speisen kannst Okay. du gerne als Nachtisch mit dazu Dann haben wir aussuchen, unseren dann. Nachtisch schon heute gewählt. Also meine Lieben, ja, 80 Dinger sind vor uns. Genau. Ne? Wie gesagt, falls mir gleich mal wirklich was Besonderes auffällt oder ich was habe, würde ich sagen, sage ich euch das mit. Ansonsten glaube ich, wäre es jetzt zu viel, hier alles nach und nach einmal im kompletten Video zu probieren. Damit würde ich sagen, ich gehe rein in die Genau. Challenge, kämpfe mich so nach und nach durch das Tapas All You Can Eat, versuche den Rekord aufzustellen. 5 Dinger sind ja mal eine Runde. Ne? Genau. Dann würde ich sagen, machen wir immer so ein Update, vielleicht Ja. nach 5 Dingern. Haben wir eine Runde geschafft. Also meine Lieben, let's go. Let's go. Was meinst du, wie viele würden sonst das jetzt haben? 80 Stück. 80 Stück, 10 Leuten, 10, 11 Leuten, 12 Leute, ja. Ich sag mal maximal die Hälfte für eine 3er-, 4er-Gruppe, wenn überhaupt. Ja. Also, erste Runde soweit durch, ne? Genau. 5 Stück soweit durch. Runde 1 geschafft. Viele von euch haben gerade gesagt, ich habe 2 Minuten pro Ding Zeit, das heißt, ich muss mich wirklich ranhalten. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt mal nach vorne und packe mir mal vorne ein paar Ja, Dinger. auf jeden Fall. Das sind ganz normal gekochte Eier, also mit Soße obendrauf und Olive. So eine Mayo mit dazu, ne? Genau. Datteln im Speckmantel. Genau, das ist sehr beliebt, ja. Mal gucken, wie du die findest. Gut, oder? Ich mag sowieso Datteln, ich habe es aber noch nie herzhaft probiert. Ja, wirklich so gut. Aber mein Ziel ist wenigstens einen Rekord hier zu schaffen von den 6 Runden. Ich sag mal, optimal wäre natürlich vielleicht einmal komplett durchzumachen 40. Aber wenn es natürlich 80 werden, wäre natürlich noch besser, ne? Ja. Chorizo, ne? Genau, Chorizo.
1, 2, 3, 4, 5. Haben wir die nächsten 5 Dinger wieder soweit durch. Machen uns die nächsten 5. Und damit, meine Lieben, auf in, wir müssten in Runde 3 jetzt gehen, ne? Runde 3. Die nächsten 5 weg. Dann sind wir jetzt Runde 3 haben wir geschafft, oder? Genau. Juti. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächsten rein. Ich knall mir mal wieder so ein Brot hier. Die sind ja irgendwie, gehören die auch dazu? Sind die irgendwo mit dabei oder sind die einfach so on top gewesen? Nee, wir bieten das tatsächlich auch so an. Also einmal Brot mit Serrano-Schinken, dann haben wir einmal mit Käse, dann sehen wir auch da vorne noch einmal mit Sardellen. Sonst bieten wir das Brot auch ganz normal an mit den verschiedenen Dips. Wir haben ja auch Aioli-Dip. Aber das ist quasi auch ein Tapas-Ding. Wir haben so gemacht, also 3 sind immer eine Tapas. Also das Okay. bieten wir so an auf dem Teller. 3 Brote sind eine Tapas. Das Einzige, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist tatsächlich hier die Brote mitgezählt. Weil ich weiß jetzt nicht, das wievielte Brot das ist. Das heißt, da hätten wir auch schon mal eine Runde. Was ich aber geil finde, ist jetzt hier zum Beispiel wieder so dreckig zu werden, den Spinat mit so ein bisschen Brot. Boah, macht das durstig. Halleluja. Das macht durstig. Knoblauch, salzig, deftig, geil. Gute Mischung I love von it. allem. Gute Mischung von allem, so sieht's aus. Ach, was haben wir denn hier eigentlich? Das ist frittiertes Gemüse. frittiertes Gemüse. Genau. Hast du schon mal gegessen? Ja. Aber nicht in der Art und Weise. Das ist geil. Weißt du, was da alles drin ist? Paprika, Lauch, Zwiebeln. Ich weiß nicht, ob da auch so getrocknete Tomaten mit dabei sind. Ich meine aber schon. Ja. Also Real Talk, ich kann verstehen, warum der Rekord hier bei, ich sag mal, 30 Dinger maximal liegt. Das ist frittierter Hirtenkäse. Oh, das Ja. das dürfte aber nicht meins sein dann. Oh nee. Nee? Kein so großer Fan von Hirtenkäse? Ich lasse gerne auch so Schafskäse und sowas immer mal wieder weg, wenn es irgendwo drin ist. Nee, ist nicht meins. Aber ich sag ja, das ist ja der so Vorteil. Genau. Erstens kannst du viel probieren bei kleinen Sachen. Und zweitens hast du immer mal wieder Sachen da, die der ein oder andere mehr oder weniger mag. Ja, auf jeden Fall. Also kann man sich halt gut durchprobieren. Wenn es einem nicht schmeckt, ist es zum Glück keine große Portion. Ja. Und die Leute sagen, wir reden zu viel. Ja. Ich glaube, ich werde mir auch jetzt vornehmen, erstmal den Rekord zu brechen. Und ich glaube, dann versuche ich vielleicht noch das ein oder andere Dessert sogar, Ja. was mich nochmal nach vorne pushen könnte. Weil es mich gerade echt zu krass so, also es nimmt mich gerade richtig krass mit, dass ich gerade nur hier Essen, irgendwie essen und gar nicht auf euch eingehen kann. So. Deswegen versuche ich jetzt gerade erstmal den Rekord zu brechen, da was mir wichtig ist. Aber wir haben damit Runde 5 durch. Ja, perfekt. Perfekt. Ich stell's mal wieder zur Seite. Ja. Leute, Runde 5 ist soweit durch. Die nächsten 5 Dinger. Damit sind wir noch, ich sag mal, 5 Plättchen vor dem Rekord hier, der bei 6 Runden liegt, wie wir zu Beginn gehört haben. Genau. Mein Ziel bleibt weiterhin, dass ich wenigstens den Rekord breche. Alles andere wird sehr, sehr schwer. Einmal die Zeit, plus weil es wirklich unnormal viel ist. Der Mann unterschätzt das immer so krass. Ich denke mal, ich werde sogar vielleicht so bei den letzten Runden vielleicht noch mal was Frisches von den Desserts kommen lassen, um da so ein bisschen noch zu pushen am Ende. Aber wie gesagt, in die nächsten 5 gehen wir rein. Dann hätten wir schon Runde 6 geschafft, den Rekord eingestellt. Und dann sind wir mal gespannt, ob wir wirklich dann vielleicht das 8. Ding voll machen. Erstmal 7 den Rekord. Oder vielleicht 8 wirklich das All You Can Eat, so wie man es hier auch maximal eigentlich nehmen kann. Ja, genau. Ne, ausreizen. Aber Leute, ihr wisst, weiter ranhalten, die Zeit wird immer knapper. Ich gehe rein. Genau. Let's Ich lasse go. dich weiter essen. Ich Dankeschön. komme gleich nochmal dazu. Dankeschön, danke, Gerne. danke. Fünf Dinger sind wieder durch, du bist Ja, wieder da. ich bin wieder Damit da. sind wir jetzt bei Runde 6 geschafft oder Runde 7? Das ist Runde 6 geschafft. Runde 6 geschafft. Das heißt, ich sag mal, der Rekord eingestellt. Eingestellt. Und jetzt gehen wir, sage ich mal, in den Rekord rein. Ja. Den will ich auf jeden Fall schaffen. Und mein Ziel bleibt weiterhin, dass ich sage, den Rekord jetzt wenigstens schaffen. Das heißt, 5 Dinger muss ich noch haben. Und ich habe schon überlegt, vielleicht, um, ich sag mal, auch wenigstens auf Nummer sicher zu gehen, dass ich als Erster mal diese 40 Dinger ausreize, weil mehr würde ja normal nicht gehen. Ja. Ne? Würde ich vielleicht sogar am Ende auf diese Desserts-Nummer gehen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen schaue ich jetzt mal, dass ich mit den nächsten 5 mal weitergehe. Und vielleicht müssen wir dann oder gehen wir dann nochmal so frisch in die Desserts rein, damit ich wenigstens sagen kann, okay, als erster Mal das komplette All You Can Eat hier ausgenutzt. Ja. Wer wünscht es sich nicht, ne, mit dem ganzen All You Can Eat Programm rauszugehen, weil jetzt noch, ich sag mal, die doppelte Menge in der Zeit absolut unrealistisch, aber ich gebe weiter Gas und wie gesagt, die 8 Runden, die wollen wir definitiv als erster überhaupt packen. Ja, let's go.
Weißt du, wie viele Desserts es gibt? Ich meine, wir haben 6. Dann würde ich alle 6 nehmen. Alle 6? Ja, weil dann habe ich eine Runde plus 1 durch. Perfekt, gebe ich einmal durch. Ich komme sofort sehr wieder. gerne. Also Leute, wir müssen cheaten. Und wir gehen in der 8. Runde auf Desserts. Also ich hoffe, dass die Desserts noch kommen, meine Lieben. Deswegen versuche ich hier gerade wenigstens hier mit dem letzten dann noch die 7 voll auf sicher zu gehen. Eigentlich würde ich gerne die 8 schaffen. Boah, ist mal zu durstig, Leute. Das kann ich euch sagen, ey. Ich glaube, wir müssen mit dem Spinat auf Nummer sicher gehen. Dann nehmen wir uns den jetzt hier als Runde 7. 2 Minuten vor Ende der Zeit haben wir unsere 5. von der 7. soweit durch und damit 7 Runden geschafft, damit einen neuen Rekord eingestellt. Eingestellt hatten wir den Rekord schon, jetzt haben wir einen neuen aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz warte ich verzweifelt auf das Dessert, weil ich dachte, wir könnten jetzt die 8. Runde mit Dessert voll machen. Ihr seht es aber, es wird immer knapper von der Zeit her und das Dessert ist leider immer noch nicht da. Und dementsprechend bin ich jetzt deswegen mit dem Spinat auf Nummer sicher gegangen. Also, 7 Runden, neuer Rekord ist da. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt in kürzester Zeit noch die Desserts bekommen. Ansonsten, ja, müssten wir vielleicht um eine kleine Zeitverschiebung, vielleicht eine kleine Zeit dazu bitten. Aber ja, mal abwarten. Und vorbei die Zeit. Ja, Leute, pünktlich, ich sag mal, wo der Timer gekommen ist, haben wir auch unseren Nachtisch bekommen. Ich würde sagen, nimm trotzdem erstmal Platz hier. Damit ist die Zeit abgelaufen, aber wir haben trotzdem unsere Desserts bekommen. Ich habe meine 5 Dinger, als du weg warst, noch leer gemacht. Ja, habe ich gesehen. Das heißt, ja, 7 Dinger sind soweit durch, neuer Rekord. Was ich aber gerade mitbekommen habe, oder die Zeit falsch eingestellt war. Ja, habe ich auch ein paar Mal gelesen. Da stand irgendwie, das war auf Stunde 20 Genau. oder irgendwie 1 Stunde 20 Minuten anstatt auf 2 genau. also quasi 120 Minuten. Genau. Das heißt, ich hätte jetzt quasi noch theoretisch 40 Minuten Zeit für das Ja, Dessert. auf jeden Fall. Ja, Leute, Ich habe also, auch noch Löffel mitgebracht. also, ich sag mal so, Glück im Unglück, Uhr falsch eingestellt, Timer falsch eingestellt, reingehauen, 7 Runden geschafft, neuer Rekord und jetzt haben wir 40 Minuten und glaubt es mal, die brauche ich definitiv nicht, für den Nachtisch, um die 8 voll zu machen. Den Rekord, den man hier, ich sag mal, maximal eigentlich holen kann, Genau. den versuchen wir jetzt noch und das machen wir mit den letzten Tapas, die es auch noch auf der Speisekarte gibt. Genau. Und das sind die Dessert-Tapas, ne? Genau. Was haben wir alles? Wir haben einmal hier links Churros mit Zucker. Ja. Dann halt hier vorne einmal noch mit Nutella. Dann Was, zählt das als 1 oder? genau, 3 Stücke ist ein Tapas. Okay. Ein Tapas, Ja. ein Tapper, ein Tapper, ein Tapper, ein Tapper, ein Tapper, ein Tapper. Also alles einzeln. Einmal der Erdbeermus, Ja. dann einmal da vorne der Vanillemus, Ja. das ist einmal die Crema Catalana, Ja. einmal Panna Cotta Ja. und das ist als Deko. Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Birne. Also, damit sind wir sogar einem Plus-Rekord als maximal möglich, Ja, wären wir dann so genau. ungefähr. Und damit würde ich sagen, ja, gehen wir rein, ne, mit 40 Minuten Restzeit, gut, vielleicht jetzt noch eine halbe Stunde, in die Desserts, in Tapas, ja, 35, 36, 37, 38, 39 und 40 und vielleicht sogar noch on top 41. Genau. Und ja, hätten auf jeden Fall damit den Rekord erstmal ja, maximiert. Mehr geht ja gar auf nicht. jeden Fall. Mehr geht ja gar Ich will nicht. mal ne? sehen, ob das jemand toppen kann. Ja, geht ja glaube nicht, eher weil du nicht. hast ja nur 2 Stunden Zeit. Genau. Ne? Also es kann jetzt nur noch eingestellt werden. Womit soll ich anfangen? Ich rate dir mit der Crema Catalana, die hat so eine richtig schöne Kruste. Oh, ja. Genau, karamellisiert. Das ist ein typisches Dessert in Spanien. Also ich muss echt sagen, auch wenn das North jetzt an gegen Portugiesen und Spanier, aber irgendwie für mich persönlich fühlt sich das so irgendwie immer als eine Richtung so an, so Portugiesisch, Spanisch, weil ist das nicht auch dieses Pasta del Nata? Das hat auch diese Ich glaub, das ist Creme, glaube ich. Ja, Ja, genau, aber das hat ja. diese Creme auch. Ja. Hat mich gerade so ein bisschen vom Geschmack erinnert. Aber jetzt auch, wenn ich so Paella, Garnelen, das so sehe, irgendwie habe ich das Gefühl, also No Front, da mag es Unterschiede geben, mag vielleicht wie Deutsch, Österreich und so, aber erinnert mich schon sehr stark daran, schmeckt aber sehr, sehr lecker. Ja. Dann haben wir hier, Einmal Vanillemus. sehr lecker, Sehr fluffig, oder? sehr fluffig. Das ist einmal Panna Cotta. Boah, das ist geil. Ja. Diese Panna Cotta Kom- ist mein Favorite. Ja, ja. Vor allem diese Kombination hat jetzt richtig geil Ja. geschmeckt, ne? Erdbeer, ne? Genau, Erdbeermus. Auch geil. Habe ich so ein bisschen gerade Erinnerung an früher Joghurts von... Ja, so ein Leckermäulchen ja, ein bisschen, genau, oder? genau. Genau so. So ein bisschen in diese Zott Monte von früher. Also da kommen gerade richtige Kindheitserinnerungen hoch. Churros mit einmal Zucker und wahrscheinlich nur Zucker, genau. ne?
Churros gehen immer. Und das ist das Geile, wenn man quasi alle Tapas am Ende nur Dessert hat. Man kann hier noch so schön, anstatt nur eins, Ja. kombinieren. Geil. Damit haben wir wirklich 8 Runden geschafft. Ja. Du hast gerade nochmal durchgezählt, es waren jetzt 8 Desserts. Ne? Ja. Also damit sind wir wirklich, wenn wir das ein oder andere Sandwich vielleicht noch mitnehmen, was untergegangen ist beim Zählen, Ja. wirklich jetzt eher so Richtung 9 Runden. Ja, auf jeden Fall. Aber safe schon über 8 Runden, mindestens drüber. Ja. Und damit haben wir wirklich, auch mit der Zeit, die wir jetzt noch ausreichend hatten, das All You Can Eat komplett ausgereizt. Mehr würde nicht gehen, theoretisch, wenn man hier hinkommt. Ne, ihr könnt gerne hier hinkommen, das Ganze probieren. Hättet quasi dann alle 15 Minuten Zeit, 5 Runden, also 5 Sachen zu bestellen. Genau. Also würdet ihr in 2 Stunden auf, ich sag mal, 40 Dinger kommen, wo ich Genau. jetzt dann bei etwas ein bisschen drüber war. Und damit das komplette All You Can Eat, ich sag mal, innerhalb von 2 Stunden jetzt komplett ausgereizt habe. Nachtische, Halleluja. Also lasst euch wirklich für die letzten 5, 6 Dinger Platz, Für den denn die Nachtisch. waren geil. Ja. Also wenn man schon hierhin ist und man hat die Möglichkeit, in einem All You Can Eat nochmal einen kompletten Nachtisch mitzunehmen, wenn der vielleicht sonst mal on top noch kommt, preislich. Also allein dafür sage ich schon Halleluja, rein an die Dessert-Challenge. Ja. Mega, mega geil. Sydney, ich danke dir. Ich danke dir, Hat mir dass sehr du viel da Spaß warst. gemacht. Mir auch. Ich freue mich, ich sag mal, auf die nächsten Drehs Ja. vielleicht zusammen. Ja, Ne, jetzt mit natürlich. V-Spots. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie euch das Ganze gefällt. Wie gesagt, ab jetzt findet ihr auch immer den Code BIGM, ne, wo ihr auf V-Spots 5% sparen könnt. Ne, sei es in der Kanalbeschreibung, sei es auf der Homepage oder auch hier und da in meiner Insta- oder TikTok-Story. Und über den Link, der natürlich jetzt auch noch in den Videos mit erscheint. Und Sydney, ich danke dir. Ich danke dir. Für eine geile Challenge. Auch wenn wir keinen Lifetime-Pass hier erreicht haben. Aber neuer Rekord ist gesetzt. Für die Ewigkeit. Tapas All You Can Eat das erste Mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Dortmund von Tapas & More. Ciao, ciao. Ciao, ciao.